So einfach, schnell und lecker, dieser grüne Spargel hier. Inspiriert vom Rezept nach Steffen Hensler. Und dazu habe ich noch diesen leckeren Lachs gemacht. Das ist ein Genuss, köstlich, du wirst es lieben. Und du kannst es ganz einfach und ganz schnell nachmachen. Ja, und als erstes fange ich an, den grünen Spargel. Hinten die Enden, die müssen ja weg. Und nach Steffen Hensler soll man die ganz einfach hinten abbrechen. Man merkt das, wo der Knickpunkt ist. Dementsprechend kann man das dann ganz leicht abbrechen. Also die brechen von alleine an der entsprechenden Stelle. Ja, und den Rest, von dem ich da jetzt abgebrochen habe, den verarbeite ich aber weiter, den schmeiße ich nicht weg, sondern da wird eine Spargelsuppe draus gemacht. Er brät den Spargel ja bei sich in einer Pfanne an und ich habe mir überlegt, dass ich den jetzt hier in diese Silikonform reinpacke und habe jetzt hier dieses flüssige Rahmen mit Buttergeschmack und dann habe ich mir gedacht, das mache ich jetzt oben drüber und das kommt jetzt so in die Heißluftfritteuse. So, jetzt kommt der Spargel rüber in die Heißluftfritteuse. Ich habe also die Crispplatte unten drin und habe die Form jetzt da so reingepackt und das Speedy kann jetzt anfangen und brutzeln. Programm habe ich eingestellt Airfryer und Temperatur gehe ich runter auf 180 Grad und von der Zeit stelle ich das auf 10 Minuten ein. So, und für meinen Spargel, da darf die Cosori heute arbeiten. Du siehst, ich habe unten drunter habe ich jetzt hier dieses Backpapier rein, da oben drüber habe ich die Crispplatte und die sprühe ich jetzt ganz leicht etwas mit diesem Backöl ein und dann kann der Lachs da auch schon oben drauf. So, und dann geht es rüber an die Cosori, 180 Grad für 10 Minuten Heißluft frittieren. Länger braucht Lachs nicht. Ja, und entschuldige, ich hatte verpasst, rüber zu gehen und die Einstellung mit aufzunehmen per Video. Ja, ich hatte mir so ein kleines Päckchen von diesen Cocktailtomätchen geholt und die viertel ich jetzt gerade, also einmal halb und dann nochmal quer rüber. So schneide ich die jetzt klein und da habe ich meine Glasschale da drin, bereite ich das Ganze jetzt zu. Ja, und wie findest du Steffen Hensler? Gefallen dir auch denn seine Rezepte so gut? Ich beobachte ja immer seine Shows, da schauen wir die mal an. Und ich finde, er macht wirklich ganz tolle, schnelle Rezepte. Und deswegen hatte ich mich diesmal von Steffen Hensler inspirieren lassen und habe das jetzt da versucht, auch für die Heißluftfritteuse umzusetzen. Und ich kann euch sagen, dass das hat klasse geklappt. Ja, und wenn dir meine Videos gefallen, würde ich mich freuen über einen Kommentar, auch mal von wo du aus zuschaust, das wäre ganz nett. Ja, vielleicht noch ein Like, einen Daumen hoch, Abo, wäre die komplette Krönung. Ja, aber jetzt machen wir jetzt hier wieder weiter bei meinem Video. Ach, jetzt habe ich ganz vergessen zu fragen, die Rezepte von den Steffen Hensler, gefallen die euch? Und soll ich da noch mehr versuchen, für die Heißluftfritteuse umzusetzen? Oder habt ihr noch spezielle Wünsche? Dann schreibt es auch in den Kommentaren. So, aber jetzt geht es hier weiter. So, jetzt geht es auch schon weiter, dass ich jetzt hier rote Zwiebeln diesmal mir geholt habe. Er hat auch rote Zwiebeln genommen. Ich wollte das Rezept ja nach ihm 1:1 nacharbeiten, nur auf die Heißluftfritteuse umgesetzt. Deswegen habe ich jetzt auch hier diese rote Zwiebeln genommen. Und also eine einzige habe ich jetzt hier, das langt noch voll und ganz und die muss jetzt klein gewürfelt werden. Und das kommt dann zu den Tomaten noch dazu. So, der Steffen hat das jetzt mit seinen speziellen Gewürz entsprechend gewürzt. Das habe ich jetzt aber nicht, aber ich habe jetzt hier ein ganz leckeres Gewürz auch von uns aus dem Odenwald. Die kommen gar nicht weit weg her, wo ich wohne und Michelstadt. Und dieses Gewürz, das ist Pizza-Pasta-Gewürz. Und da habe ich gedacht, das könnte eigentlich auch ganz gut dazu passen und habe das genommen. Ja, und das hat wirklich gut dazu gepasst, geschmeckt. So, das Ganze arbeite ich jetzt mal leicht durch, dass die Gewürze sich überall gut verteilen. Noch ein bisschen Salz und Pfeffer oben drüber. So, als nächstes habe ich jetzt hier eine Zitrone. Bei etwas Zitronensaft sollte auch noch oben drüber. Ja, das langt schon voll und ganz. Mehr brauche ich da nicht. Auch noch mal kurz durcharbeiten. So, er hatte jetzt Olivenöl genommen. Ich mag kein Olivenöl. Ich habe jetzt hier einfach mein Rapsöl genommen. Das ist also Öl, was komplett geschmacksneutral ist. Und das liebe ich, das nehme ich sehr viel. Also ein kleines Löffelchen hat er voll und ganz gelangt und das wird jetzt gut durchgearbeitet. So, die 10 Minuten sind schon rum und der Speedy hat sich gemeldet und die Sonne steht richtig klasse. Aber ich denke, ihr könnt trotzdem noch den Spargel da unten drin erkennen in der Schale. Und da kommt jetzt mein Tomatensalat, der angemachte, der kommt jetzt da oben drüber. Der wird jetzt so gleichmäßig verteilt, den
Da kannst du auch nochmal sehen, wie schön diese Silikonform da unten drin reinpasst. Also die nehme ich wirklich sehr, sehr viel, die Silikonform. Ich habe da schon Brot drin gebacken. Ich brauche ja nur einen festen Rand, dass mir der Teig nicht wegläuft, wegrutscht, hätte ich mal gesagt, wegläuft. Ja, so, und jetzt habe ich hier meine Tomatenmischung, meinen Tomatensalat da oben drüber verteilt. Also vom Verhältnis hat es richtig gut gepasst, was ich ja jetzt zurechtgeschnitten hatte mit den Tomaten da. Jetzt kommt meine Mozzarella-Käse, geriebener, nach oben drüber. Das hatte er jetzt auch so gemacht. Also im Prinzip laufen wir jetzt fast identisch gleich weiter. Nur er hat das Ganze nicht in einer Heißluftfritteuse getan, sondern er hat das dann nachher in den Backofen getan. Ja, und da hat er jetzt noch länger Zeit gebraucht als ich mit meiner Heißluftfritteuse. Also das ist ja wirklich nur der Vorteil von dieser Heißluftfritteuse, dass man kürzere Zeiten hat, nicht erst den Backofen vorheizen muss. Jetzt zu und die letzte Zeit eingestellt. Nochmal bei 180 Grad und auch nochmal kurze 10 Minuten hatte ich angewählt und habe dann zwischendrin reingeschaut. So, inzwischen habe ich angefangen, meinen Teller zurechtzumachen. Die Cosori war ja mit dem Lachs auch schon fertig. Da waren ja auch gerade 10 Minuten, die braucht auch nicht länger. Jetzt habe ich noch ein paar Gewürze, die ich über den Lachs oben drüber mache. Noch ein bisschen Chili-Salz noch dazu. Nebenan habe ich jetzt auch meine Zitronen. Und jetzt ist es auch gleich soweit, dass ich dann nachher schon meinen Spargel rausholen kann. Ein bisschen Salz und Pfeffer hatte ich jetzt oben drüber und jetzt geht schon dran, dass der Spargel dazukommt. So, und dann mal kurz einen Blick rüber ins Speedy. Ja, das sieht gut aus. Das kann ich jetzt dazu entsprechend servieren. So, schau mal, das sieht doch lecker aus. Mein Spargel überbacken mit den Käse, die Tomatenstückchen dazwischen. Also es ist richtig, richtig ein tolles Rezept von Steffen Hensler, was ich da jetzt nachmachen konnte. Und ich hoffe, euch schmeckt es nachher genauso gut, wie es mir geschmeckt hat. Gleich machen wir noch eine Verköstigung. So, hier jetzt erst nochmal einen Blick über den kompletten Teller, wie ich den nachher zurecht gemacht hatte, wie den auch mein Mann bekommen hat. Schau mal, das sieht so schön saftig aus, der Spargel, der grün geblieben. Auch der Lachs ist richtig lecker. Ja, und jetzt gehen wir rein, gleich an die Verköstigung. Ja, als erstes werden wir erstmal den Spargel jetzt hier probieren. Also im Schnitt ist er schon richtig ideal, richtig klasse. Schau mal, wie schön saftig der innen drin aussieht. Ja, und vom Biss, der war richtig klasse, richtig toll. Jetzt neugierig, den Lachs. Ja, und auch der Lachs ist richtig super. Der ist schön glasig drinnen noch und man sieht es im Video jetzt gar nicht ganz so, es kommt nicht ganz so rüber, aber es ist richtig klasse geworden, hat klasse geschmeckt. Jetzt dachte ich, schau nochmal, ja, das kann man es ein bisschen besser sehen, aber es kommt leider im Video nicht ganz so rüber, wie schön saftig. Er war gerade 10 Minuten drin in der Heißluftfritteuse, länger braucht er gar nicht. Du hast ein wunderbares, schnelles Essen fertig. Alles einfach und schnell in der Heißluftfritteuse. Keinen großen Abwasch, keine verspritzten Pfannen. Der Steffen hat sie auf dem Herd gemacht. Ja, dann spritzt es garantiert immer etwas noch. Und hier habe ich alles einfach in der Heißluftfritteuse zubereitet.